Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Gekreuztes und so. Wir befinden uns jetzt auf der Zielgeraden im Juni 26. Die letzten Tage sind da. Es ist Sommer in Deutschland. Man glaubt es kaum, aber ich glaube, der Sommer ist für viele schon wieder viel zu viel. Wir sind schon bei über 30 Grad und es soll noch heißer werden. Also ich höre es aus allen Ecken stöhnen und ächzen und ich kann bestätigen, am besten ist es, sich still hinzusetzen, viel zu trinken und am besten nur zu sticken. Dann wird es nicht ganz so heiß. Man sollte nur versuchen, nicht unbedingt in der Sonne zu sitzen, auch wenn es hinter den Fenstern das ist doch schon extrem heiß im Moment. Aber macht nichts, wir haben trotzdem ein bisschen was zu zeigen. Es gibt immer Stickprojekte, die man schafft und macht und deswegen zeige ich euch einfach mal, was ich die letzten Tage so gestickt habe. Und wir starten hier, gut vorbereitet, ich habe überhaupt keinen Zettel da, mit Jardin Privé. Das heißt Bouquet. Bouquet heißt, glaube ich, das Stück, was ihr hier seht. Genau, so ist es ausgedruckt. Und das ist so riesig, das Werk, das bekommen wir jetzt nicht in die Kamera, das müssen wir ein bisschen stückeln, aber ich zeige euch einfach mal, was ich gestickt habe. Ich habe mich jetzt hier drüben bewegt, also eigentlich nur noch ein bisschen das Alphabet beendet, dieser kleine Schmetterling und dann hier die Ecke und dann habe ich mich hier unten sowas von verstickt, beziehungsweise ist dieser Stängel hier viel zu lang und damit auch das und das zu lang und ich habe erstmal aufgehört und habe dann von unten angefangen, um zu gucken, ob ich den Fehler irgendwie vielleicht noch mal retten kann. Also das hier muss ich alles noch mal aufmachen, das wird hier alles noch diese Blumenvase. Und da muss ich mal schauen, ob ich vielleicht dann das hier irgendwie rüberführen kann. Also es wird ein bisschen modifiziert. Es wird nicht so aussehen wie im Bild, weil im Bild hätte der Vogel ungefähr auf Höhe dieser blauen Blume sein müssen. Und bei mir ist der Vogel unter der blauen Blume. Also wird die Blüte oben drüber wohl wegfallen, beziehungsweise etwas minimiert werden. Schauen wir mal. Ich wollte es eigentlich beenden, aber das hat mich jetzt erst noch ein bisschen zurückgeworfen. Ich habe diesen Abschnitt, den ich euch gezeigt habe, also hier so ein bisschen Alphabet und hier drüben, das waren jetzt 1463 Kreuze, wovon ich halt hier ungefähr, ich weiß nicht wie viel das sind, 100 Kreuze oder so wieder aufmachen muss. Und dann habe ich es auch erstmal weit weggelegt, weil das ist immer so ein bisschen deprimierend, wenn man so völlig falsch stickt und dann feststellt, ja, alles nochmal auf, alles nochmal neu. Insofern werde ich das dann beim nächsten Mal fertigstellen. Macht ja nichts, bin bei 95,22%. Begonnen habe ich das Stück am 15.01.25 auf einem 18 CT Stoff. Was ist denn das? Könnte eine Art Leinen- oder Leinengemisch sein, ist ein bisschen unregelmäßig. Und insgesamt wären das 472 Stiche mal 104. Und ihr seht es jetzt auch, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen, ich gehe mal ein bisschen näher ran. Ne, jetzt ist nicht zu nah dran. Sorry. So. Ich ziehe das jetzt mal von links nach rechts. Und da sieht man auch, dass da 470 Stiche reingeflossen sind. Also es ist schon sehr, sehr lang. Aber halt auch sehr abwechslungsreich. Stickt sich wunderbar, sind nur volle Kreuze. Keine halben Stiche, Mini-Stiche, Backstitche oder irgendwas. Ach doch, Backstitche waren ein paar dabei, zeige ich gleich. Aber ist wirklich überschaubar. Die Backstitche sind ungefähr hier, wo dieser Schmetterling ist. Also hier immer nur so die Flugbahn. Hier haben aber noch ein paar mehr, so eine Schmetterlinge drin, 2 oder 3. Also wirklich, hier oben dann noch der Schmetterling ist dann diese Flugbahn, ist ein Backstitch und das war es jetzt aber, glaube ich, wirklich. Also wirklich minimal, ansonsten perfekte Anfängerstücke. Hat auch nur ganz wenig Farben, 9 Farben. Also super, ne? Stoff kaufen, 9 Farben kaufen, einfach mal anfangen. Jardin Privé ist dafür wirklich super geeignet. Macht auch wirklich Spaß. Also ich sticke es sehr gerne. Ich habe jetzt doch schon einige Stücke von Jardin Privé gestickt und ich habe auch, glaube ich, noch einige Stücke in meinem Bestand, die ich sicher auch so nach und nach mal mit starten werde. So, aber das nächste Mal seht ihr jetzt wirklich ein Finish. Ob das jetzt in den Sommerferien passiert, kann ich euch nicht versprechen. Schauen wir mal. Ich hatte es eigentlich nicht als Projekt für die Sommerferien vorgesehen, aber das kann sich ja ändern. Man kann ja immer mal was dazu nehmen.
Dann habe ich dieses Stück mal wieder rausgenommen. Ist nicht mein Lieblingsstück, muss ich sagen, obwohl es mir natürlich gut gefallen hat vom Bild. Das heißt Song of the Nightingale von Modern Folk Embroidery. Ich blende mal kurz ein, wie es insgesamt aussehen soll. Und dann zeige ich euch auch noch ein bisschen daneben, was ich das letzte Mal oder wie der Stand, bevor ich hier fertig gestickt war, damit ihr es besser seht. Und ich hatte jetzt 1863 Kreuze reingemacht, bin jetzt insgesamt bei 56,33% und ich habe mich hier halt natürlich hier drüben weiter bewegt. Ne? Ihr seht es hoffentlich auf dem Vorher-Nachher-Bild ganz gut. Es stickt sich wirklich nicht schlecht. Ihr seht es ja, es sind viele gerade Flächen, wo man hin und her, runter, nüber. Also man kann nicht sagen, dass sie schlecht stickt, aber ich muss feststellen, das Blau ist nicht unbedingt meine Lieblingsfarbe, beziehungsweise die zwei Blautöne gefallen mir nicht und dieses Gelb finde ich eigentlich auch potthässlich. Aber das sind die Originalfarben, die ich verwendet habe. Insofern, ja, ich fand es ja auf dem Vorschaubild ganz schön. Aber ich glaube, wenn ich es jetzt nochmal sticken würde, würde ich mich eher für Rottöne entscheiden. Ich sticke unwahrscheinlich gern Rot, Pink, Lila, irgendwas Rotes. Und so Blau würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt nochmal machen. Ich füge es euch nochmal ein bisschen weiter rüber. Aber macht ja nichts. Wir kommen vorwärts. Wir sind bei 56,33%. Ich habe es auf einem 36 Count Stoff gestickt. Das Werk wird 285 mal 149 Stiche groß. Ich habe es 1 über 2 gestickt und begonnen am 30. November 2024. Ja, und das wird ungefähr 40 mal 21 cm. Also das, ja, das ist ja jetzt nur noch diese Seite. Kommt halt nochmal hier drüben dran. Das ist jetzt nichts außergewöhnlich Spektakuläres, aber es dauert noch ein Stück. Ich habe jetzt fast, naja, 1,5 Jahre gebraucht für 50%. Dann wird es wohl noch mal 1,5 Jahre dauern, wenn nicht sogar noch ein bisschen länger. Aber uns eilt ja nichts. An der Wand wird es wahrscheinlich eh nicht landen. Aber gut, wir arbeiten uns halt weiter voran. Dieses kleine Werk habe ich erst am 3.5.26 begonnen, zur Stitchmania diesen Jahres. Ist von Primrose Cottage und heißt Stitching Quaker und ja, wie ihr seht, ist halt recht klein und deswegen konnte ich das jetzt auch am 21.06.26 fertigstellen. Ich hatte es zweimal in der Hand. Im ersten Teil, ich glaube, ich habe sogar ein Foto vorher, ich würde es mal mit daneben legen, wenn ich es noch finde, habe ich mich halt um die rechte Seite gekümmert und jetzt um die linke Seite. Genau, das Einzige, also ich habe mich soweit an die Vorlagen und Farben gehalten, außer hier unten habe ich mich irgendwie verstickt. Und das, was man jetzt hier noch so braun sieht, das hätte noch ausgestickt werden müssen. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich mich hier halt irgendwie so verstickt habe, dass das jetzt noch mehr aufgefallen wäre, wenn ich das ausgestickt hätte. Deswegen habe ich mir hier 7% von dem ganzen Stickstück gespart. Das macht aber nichts, das tut da irgendwie keinen Schaden, glaube ich. Das ganze Werk ist nur 83 x 85 Stiche groß und hat 9 Farben. Und ich habe das gestickt und das... Seht ihr das? Wenn ich vielleicht auch, sorry, wenn ich ein bisschen näher komme, es ist so ein brauner, dunkelbrauner Stoff, 28 CT und stickt sich halt nicht ganz so sonderlich toll ohne Lupe, weil man halt die Löcher nicht findet. Und selbst wenn man sich hier irgendwie an irgendwelchen Stichen langhangelt, hier drüben sieht man schon, dass ich mich hier irgendwie total mit den Kreuzen... Also man trifft nicht unbedingt immer die Löcher. Oh, ich sehe gerade, hier sind noch ein paar Stiche, die fehlen. Die muss ich aber noch mal beenden heute. Ich zeige es dann aber nur noch mal in endgefinishter Form. Ansonsten habe ich hoffentlich alle Stücke. Ja, wenn man das so schön ranzoomt und noch mal durch die Kamera geht, da sieht man dann so die Feinheiten. Hier oben diesen Fitzelstoff, da habe ich ständig drüber gestrichen und habe gedacht, hier ist irgendwie ein Faden von dieser Garnrolle. Ja, habe ich mich selbst getäuscht. Ja gut, also ihr seht, ich muss hier noch ein paar 7,5 Stiche setzen und dann ist es fertig. Ich weiß aber auch noch nicht so richtig, was ich draus mache, ob es ein kleiner Bilderrahmen wird oder auf Karton gespannt. Für ein Kissen ist es mir schon wieder zu groß, es ist fast so groß wie meine Hand. Das ist mir persönlich ein bisschen zu groß. Aber, ach ja, ich zeige euch mal noch das Originalbild, was ja doch ein bisschen anders ist. Ist ja im Original, ist es ja auf dem weißen Stoff gestickt und ja, ihr seht, ich habe es halt auf einem braunen Stoff gestickt. Kommt aber auch mega raus, finde ich. Kein Problem.
Und hier unten seht ihr auch, also auf dem seht ihr auch, dass der Hintergrund wäre halt hier noch blau gestickt worden und ich habe den jetzt halt weggelassen, ne? Wie ich es gerade erklärt habe. Aber ansonsten sehr schönes Design. Gibt es noch ganz viele von Primus Cottage in dieser Art. Und ja, kann man sich durchaus als Sammlung zulegen. Aber ich habe jetzt eigentlich auch noch gar keine Verwendung dafür. Insofern wird es auch erstmal das einzige Stück bleiben. Dieses wunderschöne Stück habe ich im Mai zur Stitchmania 26 begonnen. Ist ein Riesenprojekt, hat 435 Stiche mal 363. Also ich glaube, da werdet ihr mich auch Jahrzehnte begleiten dürfen. Und wie ihr seht, hat das hier lauter so ganz kleine Mini-Motive. Und das macht jedes Mal so einen kleinen Abschluss. Stickt sich also ganz angenehm. Und ich zeige euch mal, wie weit ich gekommen bin. Ich lege euch auch mal noch links daneben, wie weit das letzte Mal war. Und ja, das sind halt jetzt so viele kleine Mini-Motive. Also ich habe hier, ich glaube hier habe ich weiter gestickt. Hier so die Ecke. Genau, ich habe diesen Blumentopf, dann diesen Bienen und Bienenstock, die Bäume. Ich glaube hier oben noch ein bisschen. Also gut, das verläuft sich dann so ein bisschen, wenn man da ein paar Tage dran stickt, dann weiß man schon gar nicht mehr, wo man angefangen hat. Ja, aber ich hatte es jetzt zum zweiten Mal in der Hand, weil es ist ja auch erst Juni 26 und dieses Werk sticke ich auf einem 46 Count Lino Bristol Stoff. Habe ich da keine Farbe? Nee, der ist so ein bisschen gräulich. Also so ein bisschen wie Leinen, Originalfarbe, sage ich jetzt mal. Es ist ja aber ein Lino Bristol, das ist glaube ich kein reines Leinen, das ist irgend so ein Gemisch. Aber hat so eine Leinenfarbe. 28 Farben sind hier drin und wenn das Stück mal fertig ist, hat es auf 46 Count eine Größe von 49 x 41 cm. Also es wird so riesig wie ein Chatelaine eigentlich. Nur dass es halt auf einem Count gestickt ist, der fast doppelt so fein ist. Also das wird ein Riesenwerk. Wird bestimmt spannend, das dann später in die Kamera zu zeigen. Ich fahre euch mal noch ein bisschen näher ran, dass ihr die kleinen Motive noch seht. Und ihr seht halt wirklich ganz winzige Motive, ne? Die Blume oder hier unten die Blumen. Die Bordüre ist auch nicht so schlecht. Also gibt schlimmere Bordüren, sind nicht permanent Farbwechsel drin. Stickt sich auch wunderbar. Genau, ist halt quietschebunt, finde ich. Hatte ich jetzt irgendwie nicht so erwartet, wenn ich mir das hier anschaue. Das Werk wirkt so ein bisschen rosa harmonisch, sage ich jetzt mal. Und hier geht es dann doch in alle Farben, vor allen Dingen auch viel Gelb. Aber ich denke, es kommt ganz gut raus auf dem Stoff. Und das habe ich die letzten Tage gestickt. Das nächste Design ist von Caroline Manning und heißt Stained Glass Sampler. Und ich habe das auch wie vorgegeben. Ach nee, ich habe es ein bisschen anders gemacht, fällt mir auf. Das war kein schwarzer Stoff, der ist so ein bisschen anthrazitgrau. Und ich habe aber, weil ich da nicht genau hingeguckt habe und schon gar nicht habe ich es gelesen, ich habe einen schwarzen Stoff gewählt. Und hatte dann damit natürlich ein bisschen das Problem, dass ich, wie soll ich denn das erklären, dass ich hier diese Lücken, die man hier so in schwarz sieht, die werden eigentlich auch schwarz gestickt, weil da eben der Stoff eher so ein dunkelgrau ist. Aber ich habe jetzt die schwarzen Lücken halt einfach schwarz freigelassen, damit war ich auch etwas schneller fertig. Stört also nicht, man kann es ein bisschen anpassen und ihr seht schon, hier kommen die Farben auch schön raus. Ich habe hier, ist das ein 18 Count Aida schwarz und die letzten Tage habe ich diese beiden Fenster gestickt und das ist schon ein schönes geometrisches Sticken. Caroline Manning, das stickt sich immer wunderbar. 23 Farben sind hier in dem Projekt, also müsste schon alles drin sein, was es enthält. Und ich habe das begonnen am 8.4.24. Und ich habe jetzt auch noch gar nicht so oft dran gestickt. Ach doch, ich habe die letzten Mal nicht aufgeschrieben, sehe ich gerade. Ich glaube 5, naja, ich schaffe eigentlich immer pro Sticksaison so 2 so eine Kästchen. Manchmal mache ich auch die Bordüre und mache hier nur so ein paar
Umrandung. Ja, dann kann man sich ungefähr ausrechnen. Aber man braucht für so ein Kästchen schon eigentlich einen guten Tag. Am besten einen Wochenendtag, dass man ein bisschen mehr Zeit hat. Ist schon relativ viel zu sticken, obwohl ich ja eben die schwarzen Flächen nicht aussticke. Es ist doch sehr stickintensiv. Aber Caroline Manning ist grundsätzlich sehr stickintensiv. Also da könnt ihr, glaube ich, egal welche Vorlage kaufen. Da habt ihr immer genug zu tun. Aber es macht auch Spaß und es geht voran. Ich habe jetzt noch einmal, zweimal und dann sagen wir mal noch 4-mal für die Bordüre. Also noch 6-mal werde ich ungefähr dran sticken. Das wird also noch nichts dieses Jahr, das kann ich jetzt schon sagen. Dafür ist es einfach noch viel zu viel. Und hier habe ich das letzte Teil gefinisht und zwar von diesem Summer Trio von Brenda Gervais. Die hatte ich im Februar begonnen zu meinem Stickmarathon. Habe ich nämlich Werke von Brenda Gervais gestickt und habe im Februar dieses Motiv, glaube ich, gestickt oder dieses, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Das zweite hatte ich dann im April gestickt und jetzt vor kurzem habe ich mich hier mit dem dritten Motiv beschäftigt. Fahre ich mal noch ein bisschen näher ran, dass ihr es besser seht. Und ihr seht ja, das ist recht wenig Stich. Das schafft man also. Na, an einem Tag habe ich es, glaube ich, nicht geschafft, aber in 2 Tagen oder 2 Abenden. Ich habe auch im Moment gar nicht so viel Zeit zum Sticken. Mich erschlägt der Garten gerade. Das wächst und wuchert überall und man kommt eigentlich gar nicht mehr hinterher. Dann gibt es natürlich auch immer noch ein bisschen was zu pflanzen und aus dem Grund komme ich jetzt gerade irgendwie nicht so richtig zum Sticken. Und dann sitzt man natürlich auch immer mal draußen. Und wenn ich draußen sticke, dann sticke ich auch eher so Vordruckbilder oder ja, keine Zählmuster auf alle Fälle, weil das fliegt mir dann immer alles weg oder auf dem Tablet erkennt man es nicht wegen der Sonne oder ach, das ist mir alles irgendwie immer zu aufwendig. Entweder stricke ich draußen oder ich sticke so ein Vordruckbild. Zeige ich euch auch irgendwann mal, aber so richtig viel habe ich da jetzt auch noch nicht geschafft. Ich sticke halt immer mal ein paar Stiche rein. Das ist jetzt nicht so der große Erfolg. Aber dieses Teil ist halt jetzt beendet von Brenda Gervais. Bin ich total froh. Die werde ich jetzt auch finishen. Ob ich das jetzt diesen Monat noch schaffe, weiß ich nicht. Es kommt ein bisschen aufs Wetter drauf an. Aber ich wollte da so kleine Pappen wählen und die auf so Pappen spannen und die dann nochmal mit so ein bisschen Stoff hintersetzen. Das war eigentlich mein Ziel. Ich möchte keine Kissen draus machen, obwohl Kissen immer am schnellsten gehen zu finishen. Vielleicht mache ich auch eine Pappe und dann noch die anderen Kissen, weil ich dann sage, das dauert mir alles viel zu lange. Also ich finische nicht so sehr gerne, aber ich nehme es mir mal noch vor. Ich lege es mal nicht allzu weit weg. Vielleicht seht ihr es dann noch dieses Jahr gefinisht. Genau, aber dieses Motiv habe ich, wie gesagt, die letzten Tage gestickt. Die sind auch nicht so sehr groß. Hatte ich das mal irgendwo aufgeschrieben? Nee, habe ich leider nicht. Ja, aber wie gesagt, in 2 Abenden oder 2 Nachmittagen ist es ganz gut zu schaffen. Als nächstes möchte ich euch mal wieder mein Perlenbild zeigen. Das habe ich euch schon ewig nicht gezeigt, obwohl ich da eigentlich jede Woche dran sticke. Zwar nicht sonderlich viel, aber immerhin. Und ich werde euch jetzt mal abnehmen, zeige euch das mal in Gänze. Das ist nämlich schon extrem groß. Das sind aber nur 6 Seiten, glaube ich. Also das wird enorm. Der Stoff geht ja noch hier rüber, wie ihr seht. Noch ganz, ganz lang. Und nach unten seht ihr das jetzt nicht, das habe ich leider eingerollt. Aber nach unten geht er auch, glaube ich, nochmal 1,5 Seiten. Also das wird riesig. Und als letztes habe ich, glaube ich, hier drüben die Seite gestickt. Hier die Ecke, ich habe jetzt, glaube ich, auch kein Vorher-Nachher-Bild. Aber da unten ist zumindest, fehlt noch die letzte Zeile und dann geht es wieder hier nach rechts rüber weiter. Oder nach unten, ich weiß es noch nicht so genau. Aber ist auf alle Fälle riesig. Dass da so schön glitzert und funkelt, das seht ihr wie immer nicht. Doch hier vielleicht, wenn ich ein bisschen näher rangehe, seht ihr halt die Perlen alle. Es ist halt eine Vorlage, die ist sehr pixelig, finde ich. Stört aber jetzt mit Perlen nicht, weil ob ich nun 10 von derselben Farbe aufnehme oder dann immer mal einen Farbwechsel drin habe, finde ich jetzt nicht so schlimm. Zumal wenn man an einem Perlenbild stickt, so geht es mir zumindest, hat man nach einer gewissen Zeit die Symbole alle im Kopf. Also ich kann jetzt ja wirklich die Vorlage lesen und weiß sofort, wo ich hingreifen muss. Und ich glaube, das würde sich ein bisschen verlieren, wenn man mehrere Perlenbilder macht. Aber mit einem ist das echt gut machbar und dadurch komme ich da eigentlich auch ganz gut vorwärts. Ich spanne euch mal wieder ein. Aber aus der Nähe seht ihr eigentlich nichts. Ich kann noch ein bisschen rausfahren.
Ja, ein bisschen kann ich noch rausfahren. Das geht. Aber so richtig nah sieht man nicht wirklich, dass das eine Tulpe ist. Ne? Aber ja, ich habe es euch ja von Weitem gezeigt. Da seht ihr es. Dieses Werk habe ich von Nadjas Perlenstickerei auf einem Zählstoff Nummer 14. Es sind 65 Perlenfarben da drin. Und das Werk heißt Tulpen. Hat 300 x 250 Perlen. Und die Anleitung geht über 24 Seiten. Und ich habe jetzt, glaube ich, 6 geschafft. Also da geht noch etwas und das wird uns auch noch ganz lange beschäftigen. Ich habe es begonnen im August letzten Jahres. Also ich stecke jetzt fast ein Jahr dran. Und ja, dadurch, dass ich es halt wirklich jede Woche in die Hand nehme, da geht es auch vorwärts. Auch wenn ich wirklich nur, wie viel setze ich denn rein? Naja, so ungefähr 400, 500 Perlen pro Woche setze ich rein. Das ist wirklich nicht sehr viel, aber es geht halt damit auch vorwärts. Ne? Man sieht auch 400, 500 Stiche, wenn man es kontinuierlich macht, kommen irgendwie zum Ergebnis. Ja, hattet ihr jetzt lange nicht gesehen, seid ihr wieder up to date. Kommen wir zum Stickmarathon. Stickmarathon bedeutet, dass ich jeden Monat einen neuen Designer ansticke, beziehungsweise auch alle Designs, die ich von diesem Designer schon habe, vielleicht auch fortsetze oder weitersticke. Aber in diesem Monat ging es um Janet Douglas Designs. Von ihr hatte ich bisher noch gar nichts gestickt. Und das liegt auch an ihren recht komplizierten Vorlagen, die meistens alle durch Sondergarne und Sonderstiche gekennzeichnet sind. Also das wird sicherlich wunderschön werden. Durch das Ankündigungsvideo hat mir eine Zuschauerin mitgeteilt, ich soll die Frau Douglas doch mal anschreiben, ob sie mir nicht eine DMC-Konvertierung machen könnte. Und das hat sie auch unmittelbar getan, sodass ich jetzt dieses Werk eigentlich nicht ganz, aber mit vielen DMC-Garnen sticke, weil ich hatte nämlich, bevor ich diesen tollen Kommentar gelesen hatte, schon die ersten Sondergarne bestellt auf, ich glaube, Casa Janina hatte ich die bestellt, aber nur die ich dort bekommen habe. Das waren jetzt nicht so extrem viele. Und ich muss auch wie immer feststellen, für mich lohnt sich das nicht. Ich habe hier mit 2 Gloriana-Garnen gestickt, die hier vielleicht ganz toll aussehen. Die sind mega, mega teuer und im Stickwerk, finde ich, sieht man da überhaupt nichts von. Ihr seht das hier, dass der Braun ist verarbeitet, die Grüntöne sind auch verarbeitet. Und dann habe ich, glaube ich, noch, was hatte ich denn noch? Ach, ich hatte noch so ein paar Vert Assoir Garne. Ich weiß jetzt aber gar nicht mehr, wie viele Farben. 2 oder 3, glaube ich. Und auch ein Dingy Dice hatte ich bestellt, aber wie gesagt, also sie sind wunderschön weich in der Hand, kann man nicht meckern, aber wenn sie dann gestickt sind, sehe ich absolut keinen Unterschied zu DMC-Garn. Also mir ist es das in Zukunft nicht mehr wert, dafür so viel Geld zu bezahlen. Ich werde versuchen, immer mit DMC zu konvertieren, sofern ich irgendwie die Zahlen bekomme. Das war wirklich super von ihr, dass sie mir das zugeschickt hat. Ich hatte es nämlich mit KI versucht und KI gibt ja den absoluten Blödsinn an. Ich weiß noch gar nicht, wie oft man diese originalen Zahlen eingeben muss, damit dann die Wahrscheinlichkeit etwas höher ist, dass die nächste KI-Anfrage richtiger wird. Ich werde es vielleicht das nächste Mal auch einfach wieder so machen. Ich werde den Designer anschreiben und fragen, ob ich eine DMC-Konvertierung bekommen kann. Das hat wunderbar geklappt. Und das Werk, was ihr hier seht, das habe ich die letzten Tage halt angestickt. Ist ja eine Papiervorlage, ich kann euch nicht sagen, wie viele Stiche das sind. Und hier mischen sich jetzt DMC und Sondergarne, aber Sonderstiche seht ihr hier noch nicht. Hier sind erstmal nur reine Kreuzstiche. Hier hatten mir auch noch zwischendurch ein paar Farben gefehlt, hier sind immer mal noch ein paar Lücken. Also hier fülle ich noch ein bisschen auf das nächste Mal. Aber ich denke mal, man sieht ja schon, ich bin hier im oberen Teil ganz gut vorwärts gekommen. Das Haus habe ich noch nicht angefangen. Ich habe erstmal doch das Weiß rausgesucht heute. Bin mir noch nicht sicher, ob ich dieses Drecksche Weiß nehme, also diese 3865 oder diese, ob ich ein helleres Weiß nehme, also entweder Weiß oder auch wirklich das B5200. Ich muss mal schauen, was ich mache, was sich auf diesem Stoff hier so ein bisschen abhebt. Werde ich sicher mal ein paar Kreuze reinstecken. Bei euch sieht es jetzt auch im Video aus, als wäre der Stoff total weiß. Ist er aber nicht. Der ist so ein bisschen wie Sandfarben, so ganz helles Gelb.
Und dadurch, denke ich, kommt eine Weißfarbe raus. Ich muss nur sehen, dass ich eine klare Weißfarbe erwische. Ich nehme fast an, das wird das ganz weiß, das ganz helle Weiß sein, könnte ich mir vorstellen. Die anderen werden hier bestimmt ein bisschen untergehen, aber ich zeige es euch beim nächsten Mal. Da werde ich mich bestimmt am Haus vergnügen. Ja, in dieser Stickvorlage gibt es auch hier hinten noch so ein schönes Motiv. Das habe ich jetzt noch nicht angefangen, habe ich jetzt auch nicht vor, in nächster Zeit anzufangen. Ich habe ja von ihr noch ein zweites Stück, das hieß Vintage Flowers. Ich würde es mal ganz kurz mit einblenden. Das habe ich auch schon angefangen. Das fasse ich vielleicht auch die nächsten Tage nochmal an. Der Monat geht ja noch ein Stück, sodass ich mich auch diesen Monat intensiv noch mit ihren Designs beschäftige. Also ihr werdet da sicherlich in den nächsten Wochen nochmal ordentlichen Fortschritt sehen. Und bisher kann ich sagen, lässt sich gut sticken. Ich hatte aber halt auch noch keine Sonderstiche. Ich glaube, die gehen dann hier bei diesen Motiven los. Und hier oben ist halt alles noch ganz normaler Kreuzstich. Und ja, dieser Wechsel macht es aber auch ganz schön. Dann hat man nicht ganz so einen Respekt davor, wenn man sich denkt, oh, jedes Motiv hat hier irgendwie 1000 Sonderstiche, sondern es ist ganz viel Kreuzstich. Das kann man schön mal nebenher wegsticken und irgendwann geht es dann halt mal zu den Sonderstichen. Aber insgesamt ist das ein ganz schönes Motiv. Und seht ihr hier irgendwie, dass es eine Sonderfarbe ist? Seht ihr das? Woran erkennt das bitte ein Museumsmensch, der diese alten Stickereien auswertet? Woran erkennt er bitte, dass das Seidenstoffe sind? Halten die länger vielleicht oder sind die lichtunempfindlicher? Oder es muss doch irgendeinen Grund geben, warum man so eine Fäden anbietet. Aber ihr wisst da bestimmt mehr. Lasst mir gerne mal was in den Kommentaren da. So, der nächste Monat für unseren Stickmarathon beschäftigt sich mit, Moment, jetzt muss ich mich erstmal sortieren, mit Marie Suarez. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich den Nachnamen richtig ausspreche oder ob sie nur Suarez heißt. Das ist ja bei Namen immer so ein bisschen anders. Auf alle Fälle ist sie eine belgische Stickdesignerin, auch Autorin, und man findet unwahrscheinlich viele Bücher von ihr. Ansonsten ist es mit Stickvorlagen kaufen gar nicht mal so einfach. Man findet nämlich zum Beispiel auf den gängigen Stickseiten wie Cross-Stitch Corner oder Stickteufelchen findet man fast gar nichts oder gar nichts. Ich glaube, da war gestern gar nichts zu sehen, aber das kann sich auch immer mal ändern. Auf Amazon findet man ein paar Bücher. Wo ich allerdings am meisten fündig geworden bin, ist bei Vinted. Kann ich euch sehr ans Herz legen. Da könnt ihr mal schauen. Da gebt ihr einfach Marie Suarez ein. Oder auch bei Medimobs. Da kann man auch Bücher bestellen von ihr. Sie hat halt wirklich sehr, sehr viele Bücher im Angebot. Gar nicht so viele einzelne Vorlagen. Und ja, so kann man sie erstmal kaufen. Sie war mal im Gesundheitswesen tätig, bevor sie dann zur Kreuzstichwelt gewechselt ist, und sie hat inzwischen, also sie hat fast 30 veröffentlichte Bücher und sie hat auch wirklich unwahrscheinlich schöne Bücher, und ich habe auch schon alleine hier 4 Bücher da, wo sie mit drin enthalten ist, beziehungsweise komplett ihre Werke. Also es gibt da ganz, ganz tolle Sachen, und ich habe auch schon lange vor, mal wieder eins von ihr zu sticken, weil eins von ihr habe ich schon gestickt, wie ihr hier im Bild seht. Ich habe allerdings hier, ich habe noch was. Floralie heißt das. Kommt von einer Zeitschrift aus dem Jahr 2017. Und hier sind nur 3 Farben verstickt. Aber wie ihr schon erkennen könnt, das besteht nicht nur aus reinem Kreuzstich, sondern das hat auch ein paar Sonderstiche, eigentlich vorwiegend Backstitch. Ja, fast nur Backstitch in allen Formen und Varianten. Hier diese Blume, die war mal so ein bisschen gewebt. Aber das war eigentlich recht gut erklärt, kann man nicht meckern. Aber so sind alle ihre Werke. Die sind sehr filigran und auch sehr gemischt von den Techniken. So, was haben wir noch über sie? Sie arbeitet eng mit traditionsreichen Marken zusammen. Ja, aber Univers Sajouk kennen wir nicht so in Deutschland. Aber das ist richtig, auf diesem französischen Kanal findet man auch ganz viele Vorlagen von ihr. Aber ich verweise wirklich am liebsten auf Vinted und auf Medimobs. Da könnt ihr wirklich mal schauen, ob euch das gefällt. Und ich möchte euch jetzt einfach auch mal ein bisschen was zeigen, was sie sonst noch so anbietet. Und zwar habe ich hier einmal dieses wunderschöne Buch. Das zeige ich jetzt nicht in Gänze, aber da sind einige Vorlagen von ihr drin.
Univers Douillet heißt das, glaube ich, von Man et Merveille. Und da sind Vorlagen von Annie Poelagie, anderen Designern und eben halt auch von ihr drin. Und ich zeige die jetzt einfach mal mit so rein, dass ihr mal so eine kleine Vorstellung bekommt, was sie so anbietet. Und ihr seht es auch hier wieder, ganz viel mit Backstitch, ganz filigran hinzugefügt, relativ wenig Kreuzstiche, aber ist halt schön. Mir gefällt das sehr gut. Es ist halt sehr zart. Als nächstes ist das hier so eine, was ist das, wie so eine Art Tasche, die hier außenrum bestickt ist. Auch wieder nur ganz zart, wie ihr seht. Alles nur Backstitch. Und als letztes hatte ich noch aus diesem Buch diese Vorlage gefunden. Und hier geht es auch um französische Knoten unten rechts in dem Motiv. Da seht ihr die weißen Punkte vielleicht. Ich versuche mal so nah wie möglich ranzugehen. Und ihr seht auch wieder ganz viele Backstitch-Stiche und also es ist halt alles andere aus Kreuzstich, ne? Aber es ist nicht so kompliziert wie ein Chatelaine, finde ich. Also es ist relativ, erstens ist es gut beschrieben und zweitens ist es dann doch mehr Backstitch und Backstitch kann man eigentlich nach einer gewissen Zeit auch. Da trifft man das dann auch und das ähnelt dann auch der Vorlage. Und dann habe ich von ihr so eine Dreier-Serie, 12 besten Stickereien von Marie. Das gibt es als Teil 1, dann gibt es das als Teil 2 und auch als Teil 3. Ich würde sagen, wir schauen uns heute das erste Buch mal an und dann haben wir ja noch 2 andere Teile im Juni. Ne, im Juli sind wir dann schon zum Stickmarathon. Wenn wir dann nämlich wirklich ansticken, da kann ich euch die anderen Bücher dann auch noch mal vorstellen. Jetzt muss ich aber erstmal schauen, ob da hier sehr viele Stickvorlagen zwischendrin sind. Das habe ich jetzt nämlich gar nicht vorab geprüft. Also ihr seht, das sind immer wieder relativ viele filigrane Stiche drin. Ihr seht ja eigentlich schon mal den Überblick, was hier alles in diesem Heftchen drin ist. Und es ist natürlich auch alles auf Französisch beschrieben, wie man es dann finisht. Das muss man sich dann halt mal übersetzen lassen, weil so eine Fachwörter kann auch ich nicht auf Französisch, wie man irgend sowas finisht. Und hier seht ihr halt auch wieder, sind immer, ach, das ist irgendwie, ist das niedlich gemacht, mir gefällt das sehr. Und es geht auch relativ schnell. Ich war erstaunt bei dem Werk hier unten, dass es doch recht schnell ging. Ich dachte, das dauert ewig. Kreuzstiche sind da mitunter manchmal langwieriger, als wenn man Backstitch macht. Hier ist dieses Säckchen. Und auf der linken Seite steht dann immer, wie es gefinisht wird. Auch nicht ganz schlecht, man muss es sich halt nur übersetzen. Immer so einen bestickten Briefumschlag ist schon was Schickes, ne? So, geht's hier weiter. Hier haben wir eine Tasche. Oh ja, da kann man, glaube ich, eine Weile sticken, oder ist die recht klein? Aber sehr aufwendig, denke ich. Also das, ja, das ist schon schön. Ah ja, hier kann ich mal einen Blick an die Stickvorlage zeigen. Also es ist schon gut lesbar, kann man nicht meckern, ist halt auch gut beschrieben. Aber es stickt sich halt sicherlich auch nicht ganz von alleine. Man muss halt viel zählen. Ihr seht hier auch, wir haben relativ viel Abstand immer zwischen den Motiven. Muss man natürlich auch immer gucken, dass man so einigermaßen richtig kommt. Hier ein Buchumschlag. Ist auch schön, wenn man das kann. Das traue ich mir ja überhaupt gar nicht zu. Ja, dafür nähe ich einfach nicht gut genug. Sieht auch ganz niedlich aus. Das ist doch auch schön, oder? Wenn man da so seine Nadeln reinsteckt und die Schere, finde ich auch total niedlich. Ja, wird halt alles beschrieben, zum Glück. Sonst könnte man es ja nicht nachmachen. Und ich denke aber, ihre Art ist erkennt man recht gut. Also ich erkenne sie immer recht gut. Ich erkenne die auch aus anderen Büchern. Wenn ich da über ein Motiv von ihr stolper, da denke ich immer, ach, da ist sie wieder. Sie hat schon eine markante Art. Finde ich zumindest. Genau, das war's. Und hier gibt es dann auch noch, ach, das Buch habe ich auch. Also ich zeige nicht alle Bücher, ne? Also wie gesagt, es gibt über 30 Bücher. Ich habe ja auch gar nicht so viele. Ich habe jetzt hier die 3 Bücher und so ein gemischtes Buch. Und ich denke, ich habe auch noch andere französische Bücher, wo sie auch immer mal mit drin
enthalten ist. Da habe ich jetzt aber nicht im Einzelnen durchgeguckt. Die Bücher gibt es mitunter bei Vinted auch noch. Könnt ihr mal schauen oder halt, wenn ihr Glück habt, auch bei Medimobs. Die sind auch gar nicht so extrem teuer, wie das so bei anderen Büchern manchmal der Fall ist. Ja, das wird also Marie Suarez werden. Und ich habe von ihr mich schon für ein Motiv entschieden. Ich habe es jetzt nur leider nicht hier. Ich zeige euch das dann im nächsten Monat, wenn ich es angestickt habe. Und ich habe eigentlich ich glaube seit 1,5 Jahren ein Motiv im Kopf, was ich eigentlich unbedingt von ihr sticken möchte. Das ist aber so ein ganzes Buch. Das ist wie so ein Buch das ist wie so ein Stickbuch, was es alles so für Stiche gibt. Das ist unterschiedlich mit Farben aufgemacht. Das ist wunderschön. Wie gesagt, das habe ich schon seit 1,5 Jahren. Ich habe die Stoffe besorgt, ich habe die Anleitung mir irgendwo ausgedruckt und ich habe es noch nicht begonnen. Vielleicht beginne ich das diesen folgenden Monat, also im Juli 26 auch noch. Ich kann es aber nicht versprechen. Ich muss mal schauen, wie viel ich zum Sticken komme. Auf alle Fälle ist das unser Juli-Projekt oder mein Juli-Projekt. Wenn jemand mitsticken möchte an Marie Suarez, dann gerne bitte. Ich denke nur nicht, dass es hier in der deutschen Community so sehr viele Stickerinnen für diese Designerin gibt. Ich habe noch keine gefunden, bin noch über kein Video gestolpert. Man sieht sie auch im amerikanischen recht selten. Und selbst auf den französischen Kanälen finde ich die selten gestickt. Ja, insofern würde es mich zwar wundern, wenn ihr ein Motiv findet, aber vielleicht habt ihr auch mal Lust, einfach eins anzusticken, um mal zu testen, ob euch das gefällt. Würde mich auch freuen. Lasst es gerne in den Kommentaren da und dann sehen wir uns dazu im nächsten Monat. Meine Pläne noch für den nächsten Monat sind natürlich ja auch unser gemeinsames Projekt Acrostitch-On mit Doreen vom Kanal Kreuzstich Doreen. Wir haben uns ja ein Wort ausgesucht und für jeden Buchstaben von diesem Wort Projekte zurechtgelegt, die wir dann in den entsprechenden Wochen sticken wollen. Also wir haben die 11 Wochen der deutschen Sommerferien herangezogen, die am 29.06.26 beginnen und haben dann für jede Woche einen Buchstaben uns überlegt oder beziehungsweise ein Wort für die 11 Wochen und haben dann aus jedem Buchstaben uns Projekte rausgesucht aus unserem Bestand, die wir dann sticken wollen. Das bringt uns natürlich überall ein Stückchen weiter. Das ist sehr hilfreich und man hat auch 11 Wochen Zeit, wirklich mal querbeet alles durchzusticken. Man findet also irgendwie zu jedem Buchstaben 1000 Wörter, wenn man ein bisschen kreativ ist, ne? Die Wörter können ja an die Designer herangehen, sie können sich auch an den Designs selbst heranangeln. Man kann auch sagen, mein L wie Lieblingsstück, mein L wie Lieblingsdesigner, S wie super schönes Stück. Also man kann da ja ganz kreativ sein. Ihr könnt eigentlich sticken, was ihr wollt. Aber es macht es natürlich Sinn, das ein bisschen zuzuordnen, damit man auch eben diese etwas unbeliebteren Stücke mal wieder in die Hand nimmt und den nicht wieder erneut von sich schiebt, wie man das ja dann schon die letzten Wochen erfolgreich getan hat. Aus diesem Grund machen wir diesen Acrostitch-On zusammen und hangeln uns dadurch ganz, ganz viele Projekte. Das zeige ich euch dann auch im Juli-Video und dann natürlich geht das bis in den Mitte September hinein. Da würde ich auch euch nochmal unten oder oben das Video verlinken, wo wir das angekündigt haben. Da erkläre ich das vielleicht ein bisschen ausführlicher als heute. Und da könnt ihr nochmal schauen, ob ihr damit dabei sein wollt, ob ihr mitmachen wollt. Und das würde uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns einen kleinen Kommentar da lasst und uns mitteilt, was ihr denn so stickt in den nächsten Wochen. Okay, ich denke, das war's dann hierzu. Ich wünsche euch einen schönen Sommer. Ich hoffe, die Tage bleiben noch ein bisschen so und versucht auch ein bisschen zu sticken oder euch zu entspannen. Und genau, dann hören wir uns ganz bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.